Shortly after his visit, Vance tweeted, "Today I met with the Holy Father, Pope Francis. I am grateful for his invitation to meet, and I pray for his good health. Happy Easter." So now we know J.D. Vance is bad at praying, too. Gerade als J.D. Vance dachte, es könne nicht mehr schlimmer kommen. Boom! Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel zog die Handschuhe aus. Und was dann folgte, ließ alle verblüfft zurück. Während einer Live-Übertragung seiner Show ging Jimmy Kimmel auf J.D. Vance los und rügte seine frühere Heuchelei, seine plötzliche Loyalität zu Donald Trump und die schockierenden Ungereimtheiten, die ihn jetzt einholen. Tauchen wir ein. Zelensky headed to London to shore up support from Europe, and Trump played golf for the 10th time since taking office, and he looks terrific. He really looks good. Glauben Sie, dass Jimmy zu weit gegangen ist? Schreiben Sie eine 1 für Ja oder 0 für Nein in die Kommentare unten. Es war einfach ein weiterer friedlicher Abend im Late-Night-TV, bis Jimmy Kimmel einen komödiantischen Flammenwerfer zündete und J.D. Vance und Donald Trump völlig zerstörte, als ob sie während eines Ego-Sturms der Kategorie 5 zu nahe an einem Sonnenkollektor gestanden hätten. Und seien wir ehrlich, wenn es um Vance und Trump geht, braucht es nicht viel, um ein Feuer zu entfachen. Der eine ist ein rückgratloser Loyalist mit der Überzeugung eines Gebrauchtwagenhändlers, während der andere ein menschliches Goldklo ist, der Anklagen als glitzernde Teilnehmermedaillen betrachtet. Sometimes I wonder, in what world is the Vice President of the United States calling into a giant-toothed podcast host to badmouth me and the people who watch this show? There are these judges. Judge Boasberg comes to mind. Lots of judges who are trying to basically say the president can't exercise the powers of the presidency. You're an attorney. How do you assess the legal battles here? Yeah, I bet all those judges are huge fans of Jimmy Kimmel, by the way. But I think, Vince, that, one, we have an appeals process. Good one, JD. You shoehorn that one in real good. Kimmel hat sich nicht in den Monolog geschlichen. Er hat ihn explodieren lassen. Es war eher ein Exorzismus als ein Braten, der den beiden jegliche Glaubwürdigkeit nahm, die sie noch hatten. Vance, ein ehemaliger Trump-Kritiker, der zu einem unterwürfigen Ja-Sager geworden ist, klammert sich jetzt an den ehemaligen Präsidenten wie eine Seepocke an ein sinkendes Kreuzfahrtschiff. Und Trump? Er bringt nicht nur juristischen Ballast mit sich. Er transportiert einen ganzen Zirkus von Rechtsstreitigkeiten, Fantasien und gescheiterten Reality-TV-Geschichten. The results are in for President Trump's annual physical exam, and guess what? He's in excellent health. Of course he is. He eats right, he avoids unhealthy foods, diet soda, he manages stress, he doesn't hang on to anger, he gets a good night's sleep, he limits his time on social media, he spends lots of time with loved ones and gets plenty of exercise getting in and out of that golf cart, and he's got a body like Brad Pitt to show it. This is some report. His active lifestyle continues to contribute significantly to his well-being. He stays fit thanks to frequent victories in golf events. Which reminds me, congratulations to President Trump on winning the Masters this weekend. Der Zeitpunkt war hervorragend. Kimmel wusste genau, wann er zuschlagen musste. Und sein witziges Timing verwandelte jede Aussage in einen politischen Aufwärtshaken. Während die GOP versucht, die Realität mit Buntstiften und Verschwörungstafeln umzuschreiben, benutzte Kimmel das Lachen als Messer, um die falsche Schicht zu entfernen und die darunter liegende Farce zu enthüllen. Es war mehr als nur humorvoll. Es war forensisch. This is good too. For whatever reason, Trump decided to send J.D. Vance's wife, Usha, to Greenland to meet with their realtor, I guess. I don't know why, but when they asked about it during a cabinet meeting yesterday, it didn't seem like Trump could quite remember her name. Greenland is confused about the Second Lady and the National Security Advisor visiting this week. I thought it would be I have great respect for the wife of our of our great Vice President. I think she's a brilliant woman. She's a very nice woman. Wenn Sie diesen tiefen Tauchgang lieben und mehr Wahrheitsbomben wie diese wollen, vergessen Sie nicht, den Abonnieren-Button zu drücken und Benachrichtigungen zu aktivieren, damit Sie keinen Moment verpassen. Kimmel hat sie nicht einfach gebraten. Er hat sie auf Truth Social wie einen Thanksgiving-Truthahn aufgeschnitten. Jedes Stück mit Sarkasmus gefüllt und mit Charme garniert. Es begann ganz einfach. J.D. Vance hat sich wieder einmal in der Öffentlichkeit blamiert, was im Moment weniger Nachrichten und mehr Tagesprogramm bedeutet. Das ist unvermeidlich.
Genau wie Sunrise oder ein Sponsorenvertrag mit den Kardashians. Er sprach vor der Kamera wie ein schlecht funktionierender Mager-Chatbot, stolperte durch sein Einweihungsritual und verteidigte Trumps neueste juristische Farce mit der weitsichtigen Ernsthaftigkeit eines Mannes, der sein Rückgrat durch ein Treuegelöbnis ersetzt hatte. Man konnte fast sehen, wie sich die Zahnräder hinter seinen Augen drehten, als er versuchte, aus den strafrechtlichen Vorwürfen eine Mythologie der Freiheitskämpfer zu machen. Es war das politische Äquivalent zu einem Waschbären, der versucht, Kryptowährungen zu erklären. Doch Kimmel, der geduldige satirische Chirurg, schreckte nicht zurück. Wie ein Spielshow-Moderator schälte er jede Schicht von Vances geübtem Geschwafel ab und enthüllte ein besonders verschwitztes, verzweifeltes Preispaket. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben soeben einen lebenslangen Vorrat an öffentlicher Schande und wenig Selbsterkenntnis gewonnen. Vance zufolge sind Trumps kriminelle Anschuldigungen allesamt politisches Theater, was bei einem Mann, der sich selbst in eine Ein-Mann-Tragödie am Broadway verwandelt hat, sehr amüsant ist. Donald Trump promised to bring down, on day one, are still going up. You know the store Dollar Tree, where everything cost $1? Because of inflation, Dollar Tree had to raise their prices to $1.25. And now because of these big, beautiful tariffs, they're reportedly planning to raise prices again, which is a problem because the store is called Dollar Tree. And so now they've even had to make adjustments to their commercials. Tariffs are here, and prices are heading up, up, up. But great savings are here to stay at $2 Tree. Only Dollar Tree. Yes, with Trump's tariffs pushing prices sky high, there's no better place than $4 Tree to stretch your shrinking shopping dollar. And with Trumpflation set to explode, $8 Tree offers great selection at a price you can maybe still afford. So come on down and shop with us at make that $20 Tree. And thanks, Mr. President. You really hit it out of the f***ing park on this one. $50 Tree. Please, help us. Well, we'll help. I guess it's back to shoplifting for me. And then we have the Easter dummy, Donald Trump, who, don't worry, is making lots of money. Genau zur rechten Zeit ging Kimmel zur verbrannten Erde über. Denn wenn ein Vizepräsident anfängt, Verbrechen als triviale Papierfehler zu betrachten, ist die einzig angemessene Reaktion, ihn grausam auszulachen. Kimmel beginnt seinen Angriff auf die gleiche Weise wie alle großen Enthüllungen, mit Belegen. Ach ja, die schöne Vorher-Nachher-Chronologie von JD, Vances öffentlicher Kehrtwende. Das politische Äquivalent eines Vorher-Nachher-Fotos, wobei ersteres jemand mit einer Seele und letzteres eine sprechende Weste ist. JD Vance verachtete Donald Trump. Er beschrieb ihn so, als hätte er kürzlich eine sehr schmerzhafte Wurzelbehandlung ohne Betäubung hinter sich gebracht. Trump war in seinen eigenen Worten gefährlich, giftig und eine Katastrophe, die nur darauf wartete zu passieren. Das war damals, als Vance noch ein funktionierendes Rückgrat und einen Funken Würde hatte. Aber Vance fand heraus, dass es im Magersumpf Geld, Macht und Einfluss auf die Kabelnachrichten gibt. Und Trump wurde schnell zu seiner Lieblingssorte von Kool-Aid. Kimmel hatte einen großen Tag. Mit einem Video, das wie eine politische Pannenserie hintereinander abgespielt wurde, zeigte er Vance, wie er Trump kritisierte, gefolgt von Aufnahmen, die Vance zeigen, wie er sich an dieselbe Person schmiegt wie ein Golden Retriever auf Benadryl. Wäre Heuchelei eine Sportart, hätte JD Vance Gold, Silber und Bronze gewonnen, während Kimmel einfach nur da saß und grinste wie ein Clown. Der versucht, mit scharfen Granaten zu jonglieren. J.D. Vance celebrated his Zelensky sucker punch with a ski trip. The Vance traveled to the Sugarbush Resort, which coincidentally, Sugarbush is also J.D. Vance's Secret Service code name. But Vance, I think he picked the wrong state to relax in because when he got to Vermont, he was greeted by hundreds of protesters carrying signs like Vance is a traitor, go ski in Russia. Das Publikum lachte, nicht weil es amüsant war, was es auch war, sondern weil es so beschämend offensichtlich war, Vance dabei zuzusehen, wie er vorgibt, schon immer ein Trump-Anhänger gewesen zu sein, ist so, als würde man einem Mann bei einem Klassentreffen dabei zusehen, wie er behauptet, er habe TikTok entwickelt. Und wenn Sie dachten, Kimmel würde es dabei belassen, irren Sie sich, das war nur die Vorspeise. Und der Hauptgang? Eine schmackhafte Montage der größten Hits von J.D. Vance und unverhohlenes Schuhplatteln. Es gab eine Zeit, da unterstützte Vance Trumps Äußerungen über die Injektion von Bleichmittel.
Das allein hätte schon eine Warnung des Surgeon General nach sich ziehen müssen. Oder als Vance erklärte, Trump sei von Gott gesandt. Als ob der Allmächtige plötzlich beschlossen hätte, dass Amerika einen orangefarbenen Demagogen mit einer Diät-Cola-Sucht und einer Intoleranz gegenüber der Wahrheit braucht. Dann kam die Rattenfängerei, die Trump-Kundgebung, bei der Trump Vance öffentlich demütigte, während er ihn unterstützte. Erinnern Sie sich daran? Trump prahlte auf der Bühne damit, dass Vance ihn früher verachtet hat. Jetzt aber seinen, sagen wir mal, Ring leckt. Und JD hat einfach nur gelächelt. Wie ein Mann, der zusieht, wie sein eigenes Selbstwertgefühl von einem Wahlkampfbus zertrampelt wird. Trump announced that he will be attending the Pope's funeral. He said they're looking forward to being there, like he got tickets to Coachella or something. What are the chances Trump declares himself Pope? They're not zero. They are not zero. Then MAGA Teresa spoke about what Easter means to both him and America. Speaking of special, Easter is special, and it's one of our favorite days. It's one of our favorite periods of time. We're honoring Jesus Christ, and we're going to honor Jesus Christ very powerfully throughout our lives. Kimmel wiederholte die Szene wie ein Zerbruder-Video, hielt inne, spulte zurück und zoomte auf Vances Gesicht, als sein Geist seinen Körper verließ. Und wenn man genau hinhörte, konnte man das leise Geräusch von Würde hören, als er seine Sachen packte und nach Kanada ging. Aber warum damit aufhören? Kimmel hat nicht nur Vance geröstet. Er nahm auch Trump unter die Lupe. Denn kein Late-Night-Gemetzel ist vollständig ohne einen Zwischenstopp im Land des Diktators aus Tangelo. Trump steht derzeit wegen mehr angeblicher Missetaten vor Gericht als ein Bond-Bösewicht in der Midlife-Crisis. Und Vance verteidigt Trumps Schweigegeld-Kontroverse, als handele es sich um ein Missverständnis wegen eines verlorenen Tickets für die Reinigung. Laut Vance ist die Bezahlung von Schauspielern aus Erwachsenenfilmen, um Affären zu vertuschen. Ein ganz normaler Fall von präsidialer Moral. Kimmel lachte so sehr, dass er sich fast an seinen Karten verschluckte, weil dies dieselbe politische Partei ist, die einen Mann wegen einer Lüge über eine einvernehmliche Beziehung angeklagt hat. Sie bezeichnen illegale Schmiergelder jetzt als Business as usual und meinen damit, dass wir uns alle entspannen und den Kerl seinen Big Mac aufessen lassen sollten. Dr. Barbabella claims that Trump is 6'3", which he is not. He weighs 224 pounds. Just for comparison, Green Bay Packers quarterback Jordan Love is 6'4", 219 pounds. Honestly, it's difficult to tell them apart. This one's even better. This is Baltimore Ravens linebacker Kyle Van Noy, 6'3", 255 pounds. I don't know. Maybe they just weighed Trump's head. The doctor said Trump's BMI is 28. Right. And so is his next wife, by the way. Stichwort weiteres Filmmaterial. Bei seinen Auftritten in konservativen Medien bezeichnete Vance die gesamte Untersuchung als Hexenjagd. Selbst Kimmel konnte nicht widerstehen. Er bezeichnete Vance als die ungeschickteste Hexe von Salem und überreichte ihm einen spitzen Hut, der auf Bestellung gefertigt und mit einer kleinen Trump-Perücke versehen wurde. Und was noch besser ist, er war noch nicht einmal fertig. Es war notwendig, dass Kimmel sich 1 Minute Zeit nahm, um die Absurdität zu verifizieren. Denn es gibt Gelegenheiten, bei denen der Scherz tatsächlich der Realität entspricht. Er machte die Öffentlichkeit darauf aufmerksam, dass es hier nicht um eine einzige Kontroverse geht. Er erzählt die Geschichte eines Mannes namens Trump, der mehr Anklagen als Loyalitätsbekundungen angehäuft hat, und eines Vizepräsidenten namens Vance, der in einen Rechtsverteidiger ohne Geld und mit noch weniger Würde verwandelt wurde. Kimmel erwähnte auch das Abstimmungsverhalten von Vance, was eine weitere Wendung des Messers war, das bereits benutzt wurde. Nur für den Fall, dass es jemand vergessen haben sollte. Dieser Mann gibt sich als Held der Arbeiterklasse aus, während er gegen Insulinbegrenzungen, die Ausweitung des Gesundheitswesens und so ziemlich jede Politik stimmt, die den Menschen, die er zu vertreten vorgibt, wirklich helfen würde. Er macht das schon seit geraumer Zeit. Er ist nicht für die einfachen Leute, Vance. Er ist für Trump. Und es ist möglich, dass er auch für Elon Musks Zustimmung, Peter Thiels Geldbeutel und jede Sendung ist, die ihm 15 ununterbrochene Minuten Zeit gibt, um zu erklären, warum Millionäre wirklich unterdrückt werden.
Today, we got the news that all of a sudden another Vance loves the concept of Greenland, too. Hey guys, it's J.D. Vance, the Vice President, and you know there was so much excitement around Usha's visit to Greenland this Friday that I decided that I didn't want her to have all that fun by herself, and so I'm going to join her. Yeah. In light of this embarrassing group chat scandal, I have decided to go thousands of miles away from here, too. If you need me, do not text me on Signal. Unser Geliebtes. Mit Kürbis gewürztes Strongman-Sandwich sollten wir jedoch nicht vergessen. Kimmel hatte reichlich Material zur Verfügung, mit dem er arbeiten konnte, wie es bei Trump oft der Fall ist. Es gab Behauptungen, dass Trump im Gerichtssaal einschläft, was, um ehrlich zu sein, das erste Mal in den letzten 10 Jahren sein könnte, dass er länger als 30 Sekunden still bleibt. Kimmel machte einen Witz darüber, dass Trumps Nickerchen im Gerichtssaal weniger mit Erschöpfung zu tun hat, sondern eher mit großer Langeweile, weil im Gerichtssaal die Stimme einer anderen Person zu hören ist. Ein Mann, der so egozentrisch ist, dass er sich sogar im Gerichtssaal langweilt, hat etwas Lyrisches an sich. Aber keine Sorge, J.D. Vance, sein treuer Wachhund, ist hellwach und bereit, auf Anweisung seines Herrn zu bellen. Er ist bereit, das Unverzeihliche zu verteidigen, ähnlich wie ein Roomba, wenn er einen Müllcontainerbrand löschen soll. Da die Vereinigten Staaten von Amerika einen Mann brauchen, der in der Lage ist, juristische Dokumente zusammenzufegen und Cola-Light zu holen, hat Jimmy Kimmel, der sich nie einen visuellen Witz entgehen lässt, eine falsche Wahlwerbung für J.D. Vance als Vizepräsident vorgeführt. Das war nicht nur lächerlich, sondern auch amüsant und kam der Realität unheimlich nahe. Als das passierte, kam der Tsunami in den sozialen Medien. Fast so schnell wie ein Fehler von Trump ging Kimmels Braten viral. Es gibt Memes, die J.D. Vance als Reinigungskraft zeigen, die das Chaos aufräumt, das Trump angerichtet hat. Vergleichen Sie die Wirbelsäule von Vance im Jahr 2016 mit der Wirbelsäule im Jahr 2024. Ein gerades Lineal wird neben eine feuchte Nudel gelegt. I think it's very interesting that this time around, Trump doesn't see, the first time around, it seemed to be an extension of The Apprentice, where he was just firing, you're fired, it was his catchphrase, and he just kept up with it. Now, do you think Pete Hegseth will get fired? It's such an interesting question because by all rights he should. Right. He never should have been confirmed. And that's not like an ideological or partisan thing to say. He just was never actually qualified for the in position. any way, yeah. You've now got 4 top staffers who have left, one who wrote an op-ed. Es gibt Zeiten, in denen es eine therapeutische Erfahrung sein kann, zu sehen, wie jemand völlig fertig gemacht wird. Dies gilt insbesondere, wenn es sich bei der Person, auf die eingetunkt wird, um einen Vizepräsidenten handelt, dessen Stellenbeschreibung die Rolle des offiziellen Vermittlers und Ersatzsündenbocks zu beinhalten scheint. Sogar Menschen, die nicht politisch interessiert sind, haben es genossen. Und was das Aufregendste daran ist, selbst Konservative waren nicht in der Lage, auf die richtige Weise wütend zu werden. Ein Mann, der sich nicht einmal erklären kann, ohne auf Trump zu verweisen wie ein Glückskeks mit einem Mager-Thema, ist schwer zu verteidigen. Wie kann man ihn verteidigen? Am Ende der Sendung brachte Kimmel nicht nur Vance und Trump in Verlegenheit, sondern auch andere Menschen. Er machte alle Zuschauer darauf aufmerksam, dass diese beiden Personen nicht für Politik, Prinzipien oder gar die Realität stehen. Sie sind ein Symbol der Macht und sie sind bereit, alles zu sagen oder zu tun, um ihre Macht zu erhalten. Es besteht kein Zweifel daran, dass Trump Loyalität wünscht. Vance strebt nach Macht ohne Selbstrespekt. Oh. Und Kimmel? Das Einzige, was er will, ist, dass die Demokratie richtig funktioniert. Und vielleicht einen Late-Night-Emmy für eine hervorragende Leistung beim öffentlichen Ausweiden. Es war nicht nur eine komödiantische Unterbrechung in der Sendung. Es war eine Werbung für den öffentlichen Dienst, die Pointen hatte. Eine Erinnerung daran, dass Satire immer noch wirksam ist und dass manchmal die wirksamste Art, Heuchelei zu entlarven, darin besteht, darüber zu lachen, bis sie in Deckung geht. Es ist wichtig, dies im Hinterkopf zu behalten, wenn J.D. Vance das nächste Mal im Fernsehen auftritt, um Trumps jüngstes Verbrechen vom Wochenende zu verteidigen. Jimmy Kimmel schreibt gerade einen weiteren Monolog und bereitet ihn für die Veröffentlichung vor. Donald Trump, who, don't worry, is making lots of money, and he's spending money too, specifically our money. President Trump has been doing an extreme makeover of the White House. Everything's gold now. Look at this room. It's all gold.
The press secretary called it the golden office for the golden age, which is quite a spin. And for such an anti-DEI kind of guy, you wouldn't think he'd have the same taste as Liberace, but he does. He has reportedly been redecorating with help from his, quote, gold guy, which I don't know what kind of a person has a gold guy. I don't know who, maybe we elected Adam Sandler from Uncut Gems. Außerdem ist sie wahrscheinlich schon prägnanter als jede Rechtfertigung, die Vance anfertigt. Denn wenn man seine Seele für politischen Gewinn verkauft, darf man sich nicht wundern, wenn Late-Night-Comedians anfangen, die Einnahmen zu versteigern. Anders ausgedrückt, ist das nicht der Punkt? Wenn wir verstehen, dass es nicht nur um J.D. Vances persönliche Würde geht, die durch Trumps Zustimmungsrate in Frage gestellt wird, vergeht uns das Lachen ein wenig. Wir lachen, weil es albern ist, aber dann gerinnt unser Lachen ein wenig. Es ist eine Reflexion, eine warnende Erzählung und eine wandelnde TED-Vorlesung zum Thema politische Selbstsabotage. J.D. Vance ist mehr als nur ein abschreckendes Beispiel. Er ist eine Geschichte. Er ist eine vollwertige Serie auf HBO, die erforscht, was passiert, wenn Ehrgeiz auf der Moral herumtrampelt und dann rückwärts in einen Golfwagen einparkt, der nach Mar-a-Lago Estate benannt ist. Das liegt vor allem daran, dass sich hinter den Pointen ein größeres Bild verbirgt. Und das ist weitaus unangenehmer als JDs Loyalitätsblinzeln. Kimmels Comedy war nicht das einzige, womit er den Vizepräsidenten in Verlegenheit brachte. Er hat uns mit Witzen belehrt, echten Witzen, die durch 10 Schichten politischen Jargons hindurchgehen und den gesunden Menschenverstand treffen. Er tat dies mit Hilfe von Witzen. Und das ist die wahre Macht der Satire. Sie tut nicht nur weh, sondern sie entlarvt sie auch. Der Hochglanz-Bullshit wird entfernt. Die Spraybräune wird entfernt. Und die Heuchelei wird in ihrer rohen und ungefilterten Form gezeigt. Ähnlich wie beim Reality-Fernsehen ohne den Schnitt. Und dann haben wir unseren Vizepräsidenten J.D. Vance, der heute einen großen Moment hatte. Der College Football Champion, die Ohio State Buckeyes, besuchte das Weiße Haus. Und da J.D. ein ehemaliger Ohio State-Spieler ist, ließ Trump ihn das Team treffen. Behalten Sie also die linke Seite des Bildschirms im Auge. Denn J.D. durfte sogar den Pokal halten. Perfekt. Kimmels Kritik an Vance war nicht nur eine Frage des Sports. Die 10 Minuten seines Late-Night-Monologs erwiesen sich als die ehrlichste politische Kritik, die J.D. Vance je an der Politik geübt hat. Das liegt vor allem daran, dass man sich manchmal nur durch Lachen aus der Flut von Fehlinformationen, Kriecherei und juristischer Gymnastik herauswinden kann. Und das Kichern, das in diesem Fall zu hören war chirurgisch. Ein chirurgischer Eingriff mit einem Vorschlaghammer. Auch wenn Sie glauben, dass es nur darum geht, dass eine Person eine andere beschämt, irren Sie sich gewaltig. Das ist bezeichnend, weil es zeigt, wie weit die Fäulnis gediehen ist. Wenn ein amtierender Vizepräsident mehr verspottet wird als ein gescheitertes Casting für American Idol, weil er sich mehr für einen Mann als für die Verfassung einsetzt, handelt es sich nicht um einen Comedy-Sketch, sondern um den aktuellen Zustand der Demokratie. Es ist nicht nur beschämend, sondern auch lehrreich zu sehen, wie J.D. Vance von einem Kritiker von Trump zu einer Marionette der MAGA-Bewegung wurde. Mr. President, dies ist eine Lektion darin, wie schnell aus I have principles, please let me sniff the Sharpie werden kann. Danke für Ihre Rücksichtnahme. Dass es eines Komikers bedarf, der zu später Stunde auftritt, um die Menschen darauf aufmerksam zu machen, ist sowohl lustig als auch schrecklich. Das Ergebnis ist, dass wir lachen, wenn man bedenkt, dass man nichts anderes tun kann, wenn die Wahrheit eine Pointe braucht, um anerkannt zu werden. Die Frage ist nun also, kann sich J.D. Vance von dieser öffentlichen Abreibung erholen? Oder ist dies der Anfang vom Ende für Trumps treuesten neuen Verbündeten? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Steckt J.D. Vance zu tief drin? Drücken Sie den Gefällt mir-Button, wenn Ihnen der Takedown gefallen hat. Und vergessen Sie nicht, sich für weitere politische Showdowns anzumelden.